Hey Leute, nun gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar das Ein-DIN-Autoradio von Kenwood, der KDC-X 7200 DAB, der Nachfolger vom KDC-X 7100 DAB. Die Unterschiede und was es alles kann, jetzt sofort hier in diesem Video. Wir erläutern euch heute hier mal die Unterschiede zwischen dem Vorgängermodell, dem 7100 und jetzt dem 7200er. Und die sind gar nicht mal so groß. Ja, aber doch, wir haben Spotify jetzt als Quelle über unsere Bluetooth-Verbindung, können also direkt über die Source-Taste Spotify auswählen und auch komplett bedienen. Das heißt, die Spotify-Funktion vom Handy schaltet sich in dem Moment eigentlich auch ab, weil das Handy brauche ich wirklich nicht mehr. Unterschied Nummer 2, wir haben die Kenwood Remote App. Die ging zwar beim 7100er auch schon, so halbwegs, vor, zurück, laut, leise und so weiter, hat man da alles machen können. Aber unser 7200er lässt sich jetzt auch farblich konfigurieren über die Kenwood Remote App, die es natürlich kostenlos zum Downloaden gibt. Und drittens, das LCD-Display ist auch nochmal modifiziert worden. Wir haben an den Stellen, wo keine Schrift steht, echt richtig schön schwarz. Also die Schrift ist dafür auch noch gestochen schärfer und schaut natürlich im Gesamten dann noch etwas hochwertiger aus. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Medien. Jetzt hoffe ich, dass ich das alles am Stück zusammenbringe. Wir haben zwei USB-Eingänge auf der Rückseite, auch mit einem längeren Kabel mit dran, mit circa einem Meter, wo wir das überall hinlegen können. Wir haben natürlich einen AUX-In-Klinkenanschluss. Wir haben DAB+ für exzellenten Radioempfang, digital mit einer riesen Senderauswahl. Wir haben FM-Radio mit dabei. Wir müssen bei diesem Gerät nicht auf die CD verzichten, die haben wir immer noch integriert. Bluetooth, Audio und Telefonieren, also das heißt auch schnurlos die Musik von meinem Handy über die Bordlautsprecher wiedergeben. Und wie gesagt, natürlich Spotify jetzt als eigene Quelle, solange mein Handy per Bluetooth auch mit dem Gerät gekoppelt ist. Im Lieferumfang liegt auch das externe Mikrofon mit dabei, mit dem ich eine exzellente Sprachqualität habe mit meinem Gesprächspartner und welches auch dafür zuständig ist, meine Voice-Befehle entgegenzunehmen, dass ich zum Beispiel aus meinem Telefonbuch raus per Sprache wählen kann. Wähle bitte den Moritz Angel an und dann ruft er den an. Oder ich kann auch Navigation starten von meinem Handy und kann zum Beispiel sagen, navigiere mich zum Hofbräuhaus nach München und ich mache das alles nur mit Spracheingabe fertig und er löst automatisch an meinem Handy die Navigationsroute dazu aus. Sicherheitsfaktor also extrem geil, weil ich halt nur noch einmal auf die Taste für die Sprachbefehle draufdrücken muss und der Rest läuft nachher alles ohne Hände und ohne Finger. Die habe ich nämlich am Lenkrad. Die DAB-Antenne liegt dem Gerät gleich mit dabei für alle Fahrzeuge, die eben noch keine DAB-Antenne integriert haben, sondern nur FM. Wir brauchen natürlich die Antenne, aber selbst die ist relativ leicht an der Frontscheibe zu montieren und muss halt dann das Kabel bis zum Autoradioschacht verlegen. Damit ist das auch schon erledigt. Alles ist im Lieferumfang mit drin. Wer Lenkrad-Fernbedienungstasten hat an seinem Lenkrad, der braucht auch nicht darauf zu verzichten beim KDC-X 7200 DAB, weil es gibt Interfaces, die kann ich dazwischen schalten. Wir suchen euch das passende Interface für euer Fahrzeug raus. Ruft uns einfach an oder schickt uns eine E-Mail. Dann könnt ihr auch weiterhin die Tasten mit laut und leise vor und zurück nutzen im Auto. Farblich kannst du deinen KDC-X 7200 DAB optimal ans Fahrzeug anpassen, weil so ziemlich alle Farben integriert sind, sogar getrennt voneinander einstellbar zwischen Display an sich und der Tastenbeleuchtung. Die Kenwood Remote App kann ich kostenlos downloaden und mir auf meinem Smartphone installieren und kann damit mein Smartphone als Fernbedienung nutzen, kann auch meine Soundeinstellungen optisch besser machen, weil da mein Equalizer dargestellt wird. Ich kann die Farben einstellen, ich kann natürlich laut und leise machen, vor und zurück skippen, wie mir beliebt, das mit der Kenwood Remote App. Klanglich und soundeinstellungstechnisch sind natürlich Kenwood-Geräte gewohnt gut. Wir haben immer unseren 13-Band semiparametrischen Equalizer mit integriert, damit kannst du deinen Sound genauso einstellen, wie er dir am besten gefällt. Wir haben die Laufzeitkorrektur, um deinem Kopf
deinem Hirn sozusagen zu sagen, wie weit jeder einzelne Lautsprecher entfernt ist, um die optimale Hörposition künstlich für dich zu generieren. Wir haben eine aktive Frequenzweiche drin, um jedem Lautsprecher oder Lautsprecherset die optimale Frequenz zuzuteilen, damit die optimal laufen. Und wir haben 3 Paar Cinch-Ausgänge mit A4 Volt Power für die Endstufen, falls du mit externen Verstärkern noch mehr Sound ins Auto bringen magst. Für alle, die Spotify als Premium-Quelle haben, ich selber bin auch so jemand, ich höre den ganzen Tag eigentlich nur noch Spotify, weil die ganze Werbungsscheiße nicht mehr sehen mag. Und die eigene Quelle als Spotify wäre es mir schon wert, den 7200er gar nicht mehr in Frage zu stellen. Ansonsten haben wir natürlich auch dieses schönere Display gegenüber dem Vorgängermodell. Und ob man die Remote-App jetzt unbedingt braucht, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wir gehen jetzt gleich nochmal rein und zeigen euch die Anschlüsse des Gerätes von hinten. Für alle, die das nicht mehr interessiert, an dieser Stelle schon mal ciao und danke fürs Zuschauen. Auf der Rückseite finden wir unseren Hauptstromanschlussstecker mit der Stromversorgung fürs Autoradio und natürlich unseren 4x50 Watt Grundausgangsleistung für die 4 Lautsprecher im Fahrzeug. Und wir haben auch hier mit dabei den Anschluss für die Lenkrad-Fernbedienung für das entsprechende Interface, das du noch raussuchen musst, wenn du es bedienen möchtest. Und wir haben noch eine Anschlussmöglichkeit für eine externe Endstufe zum An- und Ausschalten, also die Remote-Leitung. Den Mute-Anschluss brauchen wir gar nicht mehr, das wäre früher bei Freisprechanlagen. Also wer es braucht, wenn hier Masse drauf liegt, dann schaltet das Gerät einfach auf Stumm. Wir haben 2 USB-rückwärtige Ausgänge mit entsprechendem Verlängerungskabel und wir finden hier einen AUX-In-Klinkenanschluss. Auf der Seite hier drüben haben wir unsere 3 Paar Cinch-Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer, alles separat regelbar. Wir haben unseren FM-Anschluss, wir haben unseren DAB-Plus-Anschluss und wir haben unseren Anschluss für das externe Mikrofon als Klinkeneingang. Jetzt haben wir beim KDC X7200 DAB wirklich alles durch, was es zu sagen gibt. Ihr könnt uns natürlich jederzeit abonnieren. Vergesst bitte nicht, oben bei diesem Video die Glocke für uns zu aktivieren, damit ihr wirklich kein Video mehr von uns verpasst. Wir freuen uns immer über Daumen hoch in die Richtung nach oben bitte. Und wenn ihr euch dazu genötigt fühlt, irgendwas zu schreiben auf unseren Kanal, dann haut doch unten die Kommentare rein, sagt uns, was euch gefällt, was ihr noch vermisst, was soll man als nächstes drehen. Danke fürs Zuschauen, euer Olli, bis bald.